Guten Tag, Herr Wiesheu. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, um zu dem Thema Wie Wert heute entsteht zu sprechen. Sie sind seit 2001 für das Bankhaus Metzler tätig und seit 2023 sind Sie Sprecher des Vorstands. Dabei sind Sie unter anderem auch verantwortlich für das Geschäftsfeld Private Banking und die Unternehmensstrategie. Von unserer Seite her ist der Name Metzler mit unserem Museum eng verbunden, zum einen als Förderer und Sammler. Allein im Bereich der Stundenbücher verfügen wir aus der Sammlung von Wilhelm Peter Metzler über 3 herausragende Stundenbücher. Zudem ist der Name Metzler Namensgeber für die Villa, den Park und das Restaurant. Meine erste Frage an Sie lautet: Wie entsteht der wirtschaftliche Wert von Objekten heute? Ja, erstens vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit Ihnen hier sprechen darf, und Glückwunsch zu der Ausstellung, denn Sie schaffen hier einen großen Wert für die Gesellschaft. Zu Ihrer Frage, wie entsteht Wert, was gibt es für Parameter? Es ist so, dass in der modernen Wirtschaft bei uns hier in den westlichen Ländern das Ganze entsteht durch Angebot und Nachfrage. Also je höher das Angebot, desto niedriger ist der Preis. Je niedriger das Angebot, je knapper, desto höher ist der Preis. Und natürlich auf der anderen Seite ist die Nachfrage. Je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Je niedriger die Nachfrage, je niedriger der Preis. Und man trifft sich dann an einem Punkt, wo der Preis oder der Wert eines Guts oder einer Dienstleistung entsteht. Aber das sind nicht nur Güter, es gibt natürlich auch Dienstleistungen, und es ist nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern auch ein emotionaler Wert misst man natürlich den Gütern bei. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie heute Auto kaufen, ob Sie jetzt einen Mercedes kaufen, BMW oder ein Audi, die sind qualitätsmäßig, würde ich jetzt sagen, nur marginal unterschiedlich. Aber der emotionale Wert, der ist natürlich ausschlaggebend, welches Auto Sie kaufen. Und dadurch, dass heute über die sozialen Medien diese Reichweite viel größer ist als früher, treffen sich natürlich viele Leute auf Plattformen, in Chatrooms etc. und besprechen sozusagen den Wert. Und man kann schon von einem sozialen Konsens reden, wenn es um Wert geht. Aber diese Werteinschätzungen sind natürlich auch durch die Social Media sind die natürlich auch sehr dynamisch. Also im Mittelalter gab es die Gleichung: Je teurer der Aufwand in der Kostbarkeit des Materials und im Aufwand des Betens, desto größer die Garantie, in den Himmel zu kommen. Wie verhält es sich heute mit dem Faktor Wert als Investition und als Garantie? Ja, also diese Beziehung Beten und Aufwand etc., diese Beziehung ist natürlich nicht mehr so linear wie im Mittelalter. Dieser ganze Begriff ist viel dynamischer, würde ich sagen, weil es gibt ja auch viele Dinge, die keinen materiellen, nicht vom materieller Ausgestaltung sind, sondern denken Sie nur an Bildung, an Forschung etc., was wirklich langfristig zu einer Wertschaffung für die Gesellschaft, aber auch für das Individuum beiträgt. Wenn man eine ähnliche Formel formulieren müsste, die Sie gerade fürs Mittelalter gesagt haben, dann würde ich sagen, je sinnvoller eine Investition ist, in Bezug auf Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft, desto nachhaltiger ist der Wert. Inwiefern ist heute die soziale Interaktion bei der Einschätzung, dass etwas wertvoll ist, beteiligt? Die Interaktion, die ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir haben vorher über die Social Media kurz gesprochen. Ich meine, die Leute treffen sich auf den Plattformen und besprechen den Wert. Und dieser Wert ist dann sozusagen, da entsteht ein Wert, der durch die Interaktion, durch die verschiedenen Meinungen entsteht. Sie kennen dieses Kunstwerk mit der Banane. Und da fragt man sich, Mensch, was soll das eigentlich? 120.000 $ für eine Banane, die an
ein Papier geklebt ist, sozusagen. Es entsteht dadurch, dass sich die Menschen eben darüber unterhalten, über den Hintergrund und plötzlich, wenn man nur das Material sieht, hat es ja fast überhaupt keinen Wert, entsteht ein höherer Wert. Und das ist nicht zu unterschätzen. Früher war es so, dass die klassischen Autoritäten, die was bewertet haben, die waren im Vordergrund und haben aus ihrer Erfahrung heraus den Wert bestimmt. Und heutzutage ist es viel sozialisierter, weil jeder kann sich irgendwie beteiligen und er muss nicht nach New York fliegen und eine Messe besuchen, sondern er geht ins Internet, geht in den Chatroom und redet mit, und dann entsteht durch so Konversationen der Wert. Das heißt, es hat sich von der Kompetenz zu Geschmacksurteil verlagert? Ja, da würde ich Ihnen beipflichten. Ich würde sagen, ja, das hat sich verändert. Kunst war ja würde ich sagen, bevor es die sozialen Netzwerke gab, das bedeutet ja auch Teilhabe. Wenn Sie einen Internetanschluss haben, können Sie mitmachen sozusagen. Vor dieser Zeit waren es doch ausgewählte Menschen, die sich sehr stark mit der Kunst beschäftigt haben. Von Berufswegen her, das waren diese klassischen Autoritäten, aber auch Menschen, die sich dann in diese Kunstwelt eingearbeitet haben und dann sich ein eigenes Urteil gebildet haben. Das geht heutzutage über die sozialen Medien, ist man schneller mit dabei und man profitiert natürlich auch von den Meinungen der anderen und kann sich informieren über die Netzwerke. Und das hat sich wesentlich, denke ich mir, verändert. Ja. Nun sprachen Sie immer von der Kunst. Jetzt haben wir aber auch Wertobjekte, die nach objektiven Kriterien wie etwa die Benutzbarkeit funktionieren. Wie verhält es sich dort mit dem Thema Wertbildung? Ja, ich glaube, die Expertise, die eignet man sich an, indem man über die Technik liest etc. Und wenn man technikaffin ist, dann hat man natürlich eine Meinung. Was dann on top kommt, ist diese Emotionalität, wenn Sie sich reinsetzen, dieses Haptische, das Design etc. Das ist natürlich dann ausschlaggebend. Oder nehmen Sie eine Bankdienstleistung. Da haben wir jetzt kein Produkt, aber wir haben bei der Bank natürlich auch Qualität, also die Technik, diese Umsetzung, was aber eine sehr große Rolle spielt bei einer Bankdienstleistung, ist Vertrauen. Vertrauen und auch die Emotionalität. Wenn Sie zum Beispiel in unser Bankhaus kommen, dann haben Sie einen bestimmten Eindruck. Wir sind die Bank, die 350 Jahre alt ist. Wir haben Tradition, haben auch die Modernität natürlich. Wir haben eine hohe Produktqualität, auf die man Wert legt. Aber das i-Tüpfelchen sozusagen ist natürlich das Vertrauen, was wir über die Jahrhunderte gelebt haben und was wir dem Kunden vermitteln und auch in der Realität leben. Und das entscheidet auch über den Wert der Dienstleistung. Es ist einerseits, würde ich sagen, Stabilität. Es ist Resilienz. Das Bankhaus gibt es seit 350 Jahren. Das ist sehr wichtig, weil wir verwalten natürlich auch viel Vorsorgegelder, also die Renten von Menschen. Das ist natürlich wichtig. Das Vermögen von Menschen, das hart erarbeitet ist, das muss in guten Händen sein. Das heißt Resilienz einerseits, Stabilität und sehr viel Erfahrung. Das zahlt dann auf die Garantie ein sozusagen. Kann der Vorgang der wirtschaftlichen Wertbildung demokratische Strukturen unterstützen oder sogar erzeugen? Das würde ich mit dem klaren Ja beantworten. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen, aber also demokratische Strukturen entstehen in der Regel in der Demokratie natürlich und es muss einen verlässlichen Rahmen geben. Aber man kann es ganz klar sehen, wenn Sie zum Beispiel einen Windpark nehmen. Windpark, was bedeutet das? Das bedeutet in der Regel, ja, man möchte so nicht gern in der Nähe vom Haus haben, weil das ist natürlich auch störend einerseits durch diese Rotation etc. Aber wenn Sie die Bürger beteiligen, dann haben Sie plötzlich eine Wertsteigerung. Und zwar eine Wertsteigerung in Form der Mitbestimmung. Natürlich kriegt man natürlich auch einen Teil von dem Gewinn. Man erzeugt erneuerbare Energie. Das ist an sich natürlich auch nachhaltig interessant erzeugt wird. Und durch diese Mitbestimmung, Beteiligung
Gleichberechtigung etc. entsteht auch Demokratie oder demokratische Strukturen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Neulich gab es aus China eine sensationelle Nachricht. DeepSeek, das ist eine künstliche Intelligenzsoftware. Die wurden von einem Chinesen entwickelt oder von mehreren. Und das Geniale dabei ist, dass der Quellcode, also der Source Code, der ist öffentlich zugänglich. Das heißt, es ist nicht so wie bei den großen Tech-Giganten, wo sie dann nicht wissen, was da für Algorithmen drin sind da plötzlich Algorithmen drin, die sie sehen können, die sie benutzen können. Und sie können auf der Basis weiterentwickeln. Das heißt, auch das trägt meiner Meinung nach zu demokratischen Strukturen bei, weil sie haben den Zugang, sie sind gleichberechtigt mit anderen Entwicklern und können aus der Fülle von Algorithmen können sie dann ein neues Tool zum Beispiel entwickeln. Auch das schafft Wert und trägt bei zu demokratischen Strukturen. Können Sie umgekehrt sagen, was demokratische Strukturen im Zusammenhang mit der Wertbildung verhindert? Ja, sagen wir so, wenn zum Beispiel der Zugang, die Hürden zu hoch sind für manche Wertgenerierung, bleiben wir bei unserem Softwarebeispiel zum Beispiel, wenn Sie Hunderte von Milliarden brauchen, um den Zugang zu Technologie zu bekommen, dann kann das natürlich auch demokratische Strukturen verhindern, weil sie nicht gleichberechtigt den Zugang gewährleisten können zu bestimmten Technologien. Und das wiederum befördert dann Oligopolstrukturen, also wenige Anbieter, und schließen die anderen damit aus. Und das kann dann natürlich auch die Wertbildung in der Breite verhindern und kann natürlich auch dazu führen, dass diese Strukturen die demokratische Strukturen nicht fördern. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.